Ja, guten Morgen, auch von uns. Wir sind 2 von 3 SprecherInnen tatsächlich. Helmut Hillebrand von der Universität Oldenburg ist die 3. Person, die hier gleichberechtigt steht. Wir fangen an mit dem Cluster Ozeanboden, dem Exzellenzcluster. Wir sind angeleitet, jetzt nicht mit Folien zu machen, sondern einfach ganz konkret und anfassbar. Und wir haben verschiedene Artefakte mitgebracht, die so ein bisschen den Einstieg in den Ozeanboden tatsächlich erlauben. Und vielleicht nur zur Erläuterung, hier vorne haben wir nicht den Mars, sondern einen getöpferten Jupiter, den einer meiner Postdocs vor einiger Zeit getöpfert hat. Und der Grund ist erstmal einzusteigen in die Größe und die Skalen, um die es in unserem Cluster geht. Also das ist Jupiter, da unten ist der große Sturm, der ungefähr 1,3 Mal so groß ist wie die Erde. Also Jupiter ungefähr 10 oder 11 Mal so groß wie die Erde und dann die Sonne nochmal ungefähr 10 Mal so groß. Und ich werde hinterher auflösen, warum das ein sehr guter Übergang zu dem zweiten Cluster ist, aber außerdem auch in welche Rolle die Planeten einerseits spielen und die Skalen und dann die ganz kleinen Dinge. Ich habe das mal vergrößert als 3D-Druck mitgebracht. Das ist eine Foraminifere. Die lebt in den obersten Metern der Ozeane. In Wirklichkeit ist sie ungefähr einen halben Millimeter maximal groß. Globigerinoides ruber. Und das sind so die Skalen, über die wir reden. Und es geht tatsächlich runter bis hin zu Molekülen und Atomen und diesen ganzen Prozessen. Also sehr großskalig bis zu sehr kleinskalig, aber auch von Zeitskalen, die sehr kurz sind, Tage, Monate bis hin zu Jahrtausenden, Jahrmillionen von Jahren. Also das ist einer dieser Aspekte von unserem Cluster, der mich ganz besonders persönlich anregt. Mein Name ist Heiko Pelicke, ich bin vom Training her Geowissenschaftler und einer der Sprecher und Gesine. Ja, mein Name ist Gesine Mollenhauer und ich bin auch Geowissenschaftlerin, aber wir haben ein bisschen einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Und Heiko hat ja hier dieses wunderschöne pinkfarbige Tier mitgebracht. Und dieses Tier ist natürlich in Wahrheit, wie er sagte, viel, viel kleiner. Man findet diese Tiere in meinen Artefakten. Hier haben wir eine ganz unscheinbare Probe vom Ozeansediment. Und das ist aber was, wo man ganz, ganz viel draus lernen kann. Und wir untersuchen das mit Hightech. Und dieses hier, das ist keineswegs ein Projektil, sondern das ist ein benutztes wissenschaftliches Gerät. In diese winzigen kleinen Dinger können wir Proben einfüllen und dann können wir noch viel, viel, viel kleinere Aspekte dieser Probe messen. Und in diesem Fall wird das benutzt in einem Gerät zur C14-Datierung. Radiokarbon-Datierung, was für uns ein ganz wichtiger Zeitmesser ist. Mit diesem Zeitmesser können wir nämlich die Sedimente über viele Jahrtausende, die Heiko dann wieder untersuchen möchte, datieren und sagen, was du hier misst, das war dann und dann. Und an diesen tollen Dingern kann man auch ganz viele kleine Aspekte messen, wie zum Beispiel ihre chemische Zusammensetzung. Und mit der chemischen Zusammensetzung können wir wieder Rückschlüsse ziehen darauf, wie war denn das Klima in der Vergangenheit, wie warm war das, wie war der pH im Ozean und so weiter. Also eine Vielzahl von Möglichkeiten haben wir, aus unseren Sedimenten Informationen herauszuziehen. Und diese C14-Datierung, die wir mit hier diesen Projektilen oder nicht Projektilen, die heißen Targets in Wahrheit. Also darauf wird geschossen in einem Massenspektrometer. Die können wir nicht nur zur Datierung verwenden, sondern wir können diese radioaktiven Isotope dann auch noch nehmen wie so ein Tracer. Im Grunde genommen der gleiche Ansatz, wie das auch in der Medizin gemacht wird. Wo gehen die Stoffflüsse lang? Wie geht ein Kohlenstoff in ein Molekül? Wie lange braucht denn das? Und wie lange braucht das Molekül von hier nach da? Was davon wird aufbewahrt oder eingelagert im Ozeanboden und was geht wieder in die Atmosphäre. Also da sind ganz lustige Möglichkeiten uns geboten und die können wir jetzt hier in dieser ganzen Breite im Ozeancluster nutzen. Ja, worum geht es in unserem Exzellenzcluster ganz konkret? Es geht um den Ozeanboden. Wir leben tatsächlich auf einem Wasserplaneten und deswegen spielt der Ozean selber und auch der Ozeanboden eine ganz wichtige Rolle in ganz vielen Erdsystemprozessen. Das reicht von der Verwitterung von Gesteinen, die Kohlendioxid zum Beispiel aufnehmen, in den Ozean transportieren. Der Ozean nimmt Wärme auf, die der Planet
und wir auch durch unsere anthropogenen Einflüsse erzeugen. Und ganz konkret, der Meeresboden ist eine Schnittstelle zwischen der Wassersäule, in der viele dieser Prozesse stattfinden, aber auch unterhalb des Meeresbodens, wo ganz viele Energie- und Stoffflüsse tatsächlich ausgetauscht werden zwischen den verschiedenen Anteilen der Erde. Unser Cluster ist aufgeteilt in 3 Bereiche, die Forschungsbereiche, die heißen Receiver, Reactor und Recorder. Der Receiver beschäftigt sich mit den Prozessen und Umtransformationen, die in der Wassersäule stattfinden, bevor sie den Meeresboden erreichen. Reactor mit den Teilen und den Reaktionen, die unterhalb des Meeresbodens stattfinden. Und letztendlich der Recorder ist was ganz Besonderes, nämlich die Tatsache, dass wir auf dem oder unter dem Ozeanboden Sedimente haben, die wie eine Zeitmaschine oder wie ein Geschichtsbuch funktionieren und wir letztendlich in die Zeit zurückreisen können über Jahrtausende, Zehntausende von Jahren, Millionen von Jahren. Und tatsächlich, dieses Artefakt ist aus meiner Anfangszeit der Forschung, meine ganz allererste Schiffsexpedition, im äquatorialen Pazifik, wo wir mit einem ganz teuren und ganz besonderen Bohrschiff mehrere 100 Meter Sediment erbohrt haben. Und hier ist es tatsächlich schief gegangen. Und ich kann das mal rumreichen. Man sieht das. Das Gestänge wurde verbogen, der Bohrer hat sich drumherum gebohrt und unser Bohrloch musste abgebrochen werden in 150 Meter Sedimenttiefe. Und das zeigt auch, welche technischen Herausforderungen wir haben, denn wir brauchen wirklich Großgeräte und ganz anspruchsvolle technische Ausstattung, um dieses Archiv, um das es zentral in unserem Rekorderteil geht, die Sedimente zu enthalten. In unserem Fortsetzungsantrag ist die nächste Entwicklung, dass wir auch die Biologie und die Biodiversität stärker mit berücksichtigen, weil die auch eine ganz zentrale Rolle in dieser Interaktion der verschiedenen Prozesse zwischen Klima, Ozean und den Aspekten, die unter dem Ozeanboden stattfinden, teilnehmen. Also Biologie beeinflusst diese Prozesse und diese Prozesse, die Umweltbedingungen beeinflussen die Biologie. Und das ist eine Erweiterung, die wir gerade mit der Expertise auch aus der Universität Oldenburg ganz besonders jetzt in diesem Fortsetzungsantrag berücksichtigen. Ja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen vertiefen. Heiko hat ja jetzt viel über den Recorder gesprochen, wie man Sedimente gewinnen kann, die uns über die Vergangenheit informieren. Und im Receiver, da geht es um Prozesse, der sogenannten biologische Pumpe ist im Grunde genommen der Prozess, mit dem Kohlenstoff aus der Atmosphäre entzogen wird und in die Tiefsee gebracht wird und dort eingelagert wird. Das ist also eine natürliche Kohlenstoffspeicherungstechnik quasi. Diese Technik ist das ist keine Technik, sondern eine natürliche Prozess, sehr stark abhängig von Biologie. Es tut mir leid, ich bin hier so ein bisschen abgehackt. Genau diese jetzt zu verstehen, ist eins der Ziele unseres Clusters. Und dafür ist es halt besonders schön, dass wir unsere Kollegen aus Oldenburg mit einbeziehen können mit ihrer außergewöhnlichen Expertise in der Biodiversitätsforschung. Wir können also jetzt heute die Prozesse, die heute stattfinden, besser verstehen. Wir können auch Prozesse, die in der Tiefsee stattfinden, Stoffflüsse, die sehr stark auch von biologischen Faktoren abhängen, besser verstehen. Und wir können dann unsere gemeinsame Expertise nutzen, um auch Biodiversitätsveränderungen in der Vergangenheit zu untersuchen. Und jetzt kommt der Jupiter, ne? Genau, ganz zum Schluss nochmal zurück zum Jupiter. Warum beeinflusst der auch unsere Forschung? Tatsächlich beeinflusst der Jupiter als größter Planet die Erdumlaufbahn um die Sonne und tatsächlich ändert die sich über Jahrmillionen und Jahrtausende hinweg. Und diese veränderte Erdlaufbahn führt zu natürlichen Veränderungen des Klimas, zum Beispiel in der Vergangenheit Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Und das können wir auch aus den Sedimenten rekonstruieren. Und deswegen gibt es tatsächlich auch diesen Zusammenhang zwischen der planetaren Forschung und den ganz, ganz großen Prozessen und dem, was wir aus diesen ganz kleinen Tieren und Pflanzenrückständen tatsächlich aus dem Ozeanboden bergen können. Vielen Dank.